Objektnummer SCP-044-DE. Klassifizierung Euklid. Sicherheitsmaßnahmen. SCP-044-DE muss in einem Labor für Virologie in Forschungssektor DE3 untergebracht werden. Das Labor, in dem sich SCP-044-DE aufhält, muss eine dauerhafte Temperatur von -20 Grad Celsius aufweisen, um anormale Eigenschaften sowie Verbreitung von SCP-044-DE zu unterdrücken. Sollte die komplette Kühlung des Labors versagen, muss der Sektor unverzüglich evakuiert werden. Nach einer erfolgreichen Evakuierung wird ein mit VS-Anzügen ausgestattetes Wartungsteam entsandt, um die Kühlung des Labors zu reparieren. Nachdem dies abgeschlossen ist, ist das Personal darauf angewiesen, weitere 2 Tage zu warten, ehe dieses wieder den Sektor betreten kann. SCP-044-DE darf nur in ein anderes Labor transportiert werden, wenn es entweder von einem O4-Rat-Mitglied der jeweiligen Foundation genehmigt wird oder das Labor, in dem sich SCP-044-DE befindet, gewartet wird. Wenn es in ein anderes Labor transportiert wird, muss ein neues Labor zur Eindämmung beantragt werden. Wenn ein Lebewesen mit SCP-044-DE infiziert ist, muss es entweder unter Quarantäne gestellt werden, falls es für Forschungszwecke noch gebraucht wird, oder umgehend mit Verbrennung terminiert werden. Sollte SCP-044-DE aus unbekannten Gründen ausbrechen, so muss der komplette Sektor, in dem sich SCP-044-DE befindet, unter Quarantäne gestellt werden und alle sich in den Sektor befindendes Personal mittels Einäscherung terminiert werden. Beschreibung. SCP-044-DE ist ein Virion, der aus einer bisher unbekannten Gattung stammt. SCP-044-DE ist ca. 4 Nanometer im Durchmesser groß. SCP-044-DE braucht nicht zwingend einen Wirtskörper, um sich zu vermehren. Es weist die gleichen Eigenschaften wie ein Bakterium bei der Vermehrung auf. Es wurde herausgefunden, dass SCP-044-DE einen DNA-Strang und einen RNA-Strang besitzt. Einige Tests von Dr. zeigten, dass SCP-044-DE keine Mutationsfähigkeit besitzt. SCP-044-DE kann sich nur über Blut, Fäkalien, Speichel oder Luft übertragen werden. Ebenfalls zeigt es anormale fungale Eigenschaften, wenn es einen Wirt infiziert hat. Wenn SCP-044-DE einen Wirtskörper erlangt hat, beginnt es spezialisierte Zellen zu befallen, und es scheint ein Sekret zu bilden, das zur Verbreitung von SCP-044-DE dient. Individuen, die mit SCP-044-DE infiziert sind, werden als SCP-044-DE1 bezeichnet. SCP-044-DE kann bereits tote Lebewesen wieder reanimieren. Die reanimierten Lebewesen werden als SCP-044-DE2 bezeichnet. SCP-044-DE2 streifen ziellos umher und dienen als weiteres Mittel zur Verbreitung von SCP-044-DE. Die Symptome von SCP-044-DE und deren zeitlichen Abstände werden hier aufgelistet. Tag 1 bis 3, starke Magen, Darmbeschwerden und vermehrt Migräne. Tag 4 bis 5, Husten, Schnupfen, Durchfall. Tag 6, Erbrechen. Tag 7 bis 9, ununterbrochenes Husten, Bluterguss aus Ausscheidungsorganen. Tag 10 bis 11, Bildung von Eiterblasen auf der Haut. Tag 12, plötzliches Aufplatzen der Eiterblasen. Tag 13, Immunschwächung, hohes Fieber. Tag 14, Nierenversagen. Tag 15 bis 17, Entzündung des Blinddarms. Tag 18 bis 19, Leber- und Milzversagen. Tag 20, komplettes Organversagen. Tag 21, Reanimation durch SCP-044-DE. Transportierung von SCP-044-DE. Proben von SCP-044-DE müssen während des Transportes in einer 50 x 50 x 30 cm großen Box mit einer dauerhaften Kühlung von -20 Grad Celsius transportiert werden. Die Proben von SCP-044-DE müssen von einem 7-köpfigen Team transportiert werden. 4 sorgen dafür, dass die Box während des Transportes nicht beschädigt wird, und 3 müssen mit Flammenwerfern bewaffnet sein, falls SCP-044-DE ausbrechen sollte. Der Transport muss schnell erfolgen, da die Kühlung der Box aufgrund begrenzter Batterielaufzeit lediglich 23 Stunden lang aufrechterhalten werden kann.
Sollte die Batterie, bevor das Ziel erreicht ist, aufgeben, muss das Transportteam die Box umgehend verbrennen und sich einer Untersuchung in Forschungssektor DE1 innerhalb von 24 Stunden unterziehen. Falls die Untersuchung ergibt, dass der Mitarbeiter mit SCP-044-DE infiziert ist, muss dieser schnellstmöglich durch Blitzeinäscherung terminiert werden. Entdeckung. SCP-044-DE wurde das erste Mal in Saarbrücken, Saarland entdeckt, als 2 im Saarland stationierte Agenten der Foundation von einem Zivilisten von einer Massenpanik in einem Wohnviertel hörten. Der Ausgangspunkt dieser Panik war SCP-044-DE. Alle, die von dieser Panik wussten, wurde ein Amnesikum der Klasse C verabreicht. Flüchtige Beobachter sowie SCP-044-DE1 und SCP-044-DE2 Individuen wurden terminiert. Weiterhin berichteten die Agenten von mehreren Personen, wie sie auf den Straßen und Märkten von Saarbrücken Folgendes schreiend verkündeten: Wir werden alle durch den Kernvirus sterben, rettet euch solange ihr noch könnt. Die Anwohner nannten SCP-044-DE Kernvirus, da sie anscheinend dachten, das Virion wäre radioaktiv verstrahlt gewesen. Anhang 044-D1. Befragung zu John Smith. John Smith. Lassen Sie mich sofort hier raus. Dr. Karl. Nein. Wir werden Sie nicht gehen lassen, bis Sie alle Fragen beantwortet haben. John Smith fängt an zu schreien und beleidigt Dr. Karl mehrfach. Wieso sollte ich Ihre Fragen beantworten? Sie... Warum haben Sie dieses Virion gezüchtet? John Smith schaut sich die Proben an. Er fängt an zu lachen und beruhigt sich einigermaßen. Haha. Ach so. Ihr wollt also wissen, warum ich das getan habe? Ihr... Warum denn nicht? Und falls ihr nach einem Gegenmittel fragen wollt, ich habe keins synthetisiert, weil ich zu faul war. Ich denke eher, Sie haben es nicht geschafft, ein Gegenmittel zu synthetisieren, nicht wahr? Ich sage nichts dazu. Ich war zu faul. Nicht, weil ich keine Ahnung habe, wie man ein Gegenmittel zu diesem Virion synthetisiert. Ihr... Warum haben Sie ein Virion gezüchtet? Sie, als preisgekrönter Virologe in 5 Staaten. Nur weil man Preise hat und nach außen so tut, als wäre man nett, heißt das noch lange nicht, dass man wirklich so nett ist, ihr... Was wollten Sie mit dem Virion erreichen? Ihr wollt wissen, was? Ich sage es euch. Ich hasse die Menschen. Ich will sie schon zu Zeiten meiner Grundschule untergehen sehen. Was wurde Ihnen denn angetan, dass Sie die Menschheit untergehen sehen wollten? Ich sage nichts mehr. Ich will jetzt nur noch nach Hause, weiter an meinem Virionen forschen, ihr kleinen... Was waren Ihre Absichten, dieses Virion zu züchten? John Smith wird aggressiv und attackiert Dr. Karl. Er wird vom anwesenden Sicherheitspersonal terminiert. Dr. Karl überlebt die Angriffe von John Smith nicht. Anhang 044-D2. Tests zu SCP-044-DE. Test Nummer 1. SCP-044-DE wurde mit Alpha-Strahlung bestrahlt. Resultat: keine Einwirkung oder Mutation von SCP-044-DE. Test Nummer 2. SCP-044-DE wurde einem Mutagen unterzogen. Resultat: keine Mutation oder sonstige Veränderungen von SCP-044-DE. Test Nummer 3. Es wurde getestet, ob SCP-044-DE 2 Subjekte einen Stoffwechsel besitzen oder überhaupt Nahrung zu sich nehmen müssen. Resultat: SCP-044-DE 2 Subjekte besitzen keinen Stoffwechsel und benötigen keine Nahrung, um zu überleben. Anhang 044-D3. Zusätzliche Informationen und Verhaltensweisen zu SCP-044-DE2-Subjekten. Ein SCP-044-DE2-Subjekt ist die reanimierte Leiche des vorherigen SCP-044-DE1-Subjektes. Wenn das Subjekt reanimiert wurde, weist es ein 400% Ig stärkere Muskelkraft als vor der Reanimierung auf. An folgenden Organen wurden keine Organaktivitäten festgestellt: die Leber, die Milz, beide Nieren, der Verdauungstrakt, das Gehirn. An folgenden Organen wurden Organaktivitäten festgestellt: das Herz, die Haut, beide Lungenflügel, die Augen, die Speicheldrüsen. SCP-044-DE2-Subjekte streifen für gewöhnlich durch die Gegend und sondern ein Sekret ab. Die Subjekte zeigten keinerlei messbaren Gehirnaktivitäten auf. Es kam allerdings schon vor, dass SCP-044-DE2-Subjekte rannten oder versuchten aufzustehen, wenn sie zu Boden gefallen sind.
Es wurde beobachtet, dass Subjekte eher dazu geneigt sind, zu einer Menschenmenge zu gehen als zu einer einzelnen Person. Subjekte von SCP-044-DE2 konsumieren auch gelegentlich Nahrungsmittel. Dies hat allerdings keine Vorteile für die Subjekte, da sie keinen Stoffwechsel besitzen. Außerdem versuchten manche Subjekte zu sprechen. SCP-044-DE2 Subjekte verwesen nicht. Der Prozess der Reanimierung. Erste Phase. 24 Stunden nach dem Tod des Objektes beginnt das Herz zu schlagen. Das Subjekt öffnet schlagartig die Augen. Zweite Phase. 2 Minuten nach der ersten Phase beginnt die Haut mit der Aussonderung des Sekretes und das Subjekt fängt an, sehr langsam zu atmen. Zudem wird ungewöhnlich viel Speichel produziert. Dritte Phase. 8 Minuten nach der zweiten Phase steht das Subjekt auf und beginnt mit den gewöhnlichen Aktivitäten eines SCP-044-DE2 Subjektes. Nachtrag 044-D1. Audiologs. Audiolog MTF Commander. Wir haben John Smiths Labor und Wohnung infiltriert. John Smith wurde festgenommen, er wird zu Standort DE gebracht. Keine Spuren von einem Gegenmittel für SCP-044-DE. Aber wir haben mehrere Behälter gefunden, in denen sich Proben von SCP-044-DE befinden. Die Behälter wurden auf Befehl von Dr. terminiert. Nachtrag 044-2. Zusätzliche Informationen zu SCP-044-DE. SCP-044-DE besitzt Schwächen gegenüber extreme Kälte, extreme Hitze. SCP-044-DEs Letalität steigt seit dem 9. Dezember 2000 stetig an. Falls SCP-044-DE eine schwangere Frau infiziert, nimmt SCP-044-DE den Embryo-Fötus als Wirt. Immunitäten von SCP-044-DE, Antibiotika jeglicher Art, Immunsysteme. SCP-044-DE kann das Immunsystem des Subjektes manipulieren und dieses anpassen. SCP-044-DE lebt in Symbiose mit allen Pathogenen und kann diese auch manipulieren. SCP-044-DE kann nach dem Tod des Subjektes auf das komplette Nervensystem zugreifen.